Hallo, ich freue mich, dass du hier bist. In der ersten Folge von Emma in Wien hörst du die faszinierende Geschichte von Emma, einem Mädchen aus New York, das nach Wien zieht, um ihren Traum als Geigerin zu verfolgen. Nach der Geschichte lernst du wichtige Vokabeln und Ausdrücke. Zum Schluss hörst du die Geschichte noch einmal, mit zweimaligen Wiederholungen, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Viel Spaß mit dem Video. Emma in Wien. Emma hat sich entschieden, ihre Karriere als Geigerin in Wien zu verfolgen. Sie ist gerade aus New York angekommen und hat bereits ein kleines Zimmer im Herzen Wiens gebucht. Als sie aus der U-Bahn steigt, hat sie ihren Koffer bei sich. Sie ist aufgeregt, ihre neue Stadt zu erkunden. Emma hat sich mit ihrem Vermieter verabredet, um ihr Zimmer zu sehen. Als sie ankommt, zeigt er ihr das Zimmer. Es ist klein, aber gemütlich. Emma legt sich ein bisschen hin, um sich auszuruhen. Aber sie kann nicht lange stillsitzen. Sie will die Stadt erkunden. Emma nimmt ihr Geige mit und geht los. Als sie die Straße hinuntergeht, hört sie Musik. Eine junge Frau namens Lindsay spielt Klavier auf der Straße. Emma bleibt stehen, um zuzuhören. Dass Emma ein Geige hat und hält inne. Sie ruft Emma zu sich und fragt, ob sie mitmachen will. Die Menschen um sie herum applaudieren und bitten Emma. Emma beginnt, ihr Geige zu spielen. Und die Menschen gehen wild. Ein großes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Als sie fertig sind, geht Emma zu Lindsay und bedankt sich. Lindsay lädt Emma zu einem Café ein. Emma packt ihre Koffer, sagt auf Wiedersehen USA, fährt nach Wien, wo ihre Träume warten. Eine Geigerin mit Leidenschaft brennt tief in ihr. Sie folgt ihrem Herzen zu der Stadt mit dem großen Wir. Sie stieg aus dem Zug mit einem Koffer an ihrer Seite. Ein kleines Zimmer erwartete im Herzen der Stadt mit dem großen Pride. Sie traf ihren Vermieter mit einem Lächeln so breit. Und bald würde sie entdecken die Geheimnisse der Stadt so tief. Wien, Wien, Stadt meiner Träume, wo Musik und Magie Herzen beflügeln können. Ich folge meinem Herzen zu den Straßen so grand. Wien, meine neue Heimat in diesem Land. Auf der Straße hörte sie eine Melodie so süß. Lindsays Klavierspiel konnte nicht besiegt werden. Emmas Geige stimmte ein, eine harmonische Mischung. Zusammen schufen sie eine Symphonie so groß. Wien, Wien, Stadt meiner Träume, wo Musik und Magie Herzen beflügeln können. Ich folge meinem Herzen zu den Straßen so grand. Wien, meine neue Heimat in diesem Land. Entscheiden. Emma hat entschieden, nach Wien zu ziehen. Verfolgen. Emma will ihre Karriere als Geigerin verfolgen. Gebucht. Emma hat ein Zimmer in Wien gebucht. Erkunden. Emma will Wien erkunden. Verabreden. Emma hat sich mit ihrem Vermieter verabredet. Gemütlich. Das Zimmer ist klein, aber gemütlich. Mitmachen. Die Menschen bitten Emma, mitzumachen. Applaudieren. Die Menschen applaudieren, als Emma und Lindsay fertig sind. Bedanken. Emma bedankt sich bei Lindsay. Einladen. Lindsay lädt Emma zu einem Café ein. Emma in Wien. Emma hat sich entschieden. Emma in Wien. Emma hat sich entschieden, ihre Karriere als Geigerin in Wien zu verfolgen. Sie ist gerade aus New York angekommen und hat bereits ein kleines Zimmer im Herzen Wiens gebucht.
ihre Karriere als Geigerin in Wien zu verfolgen. Sie ist gerade aus New York angekommen und hat bereits ein kleines Zimmer im Herzen Wiens gebucht. Als sie aus der U-Bahn steigt, hat sie ihren Koffer bei sich. Sie ist aufgeregt, ihre neue Stadt zu erkunden. Als sie aus der U-Bahn steigt, hat sie ihren Koffer bei sich. Sie ist aufgeregt, ihre neue Stadt zu erkunden. Emma hat sich mit ihrem Vermieter verabredet, um ihr Zimmer zu sehen. Emma hat sich mit ihrem Vermieter verabredet, um ihr Zimmer zu sehen. Als sie ankommt, zeigt er ihr das Zimmer. Als sie ankommt, zeigt er ihr das Zimmer. Es ist klein, aber gemütlich. Emma legt sich ein bisschen hin, um sich auszuruhen. Es ist klein, aber gemütlich. Emma legt sich ein bisschen hin, um sich auszuruhen. Aber sie kann nicht lange stillsitzen. Sie will die Stadt erkunden. Aber sie kann nicht lange stillsitzen. Sie will die Stadt erkunden. Emma nimmt ihr Geige mit und geht los. Als sie die Straße hinuntergeht, hört sie Musik. Emma nimmt ihr Geige mit und geht los. Als sie die Straße hinuntergeht, hört sie Musik. Eine junge Frau namens Lindsay spielt Klavier auf der Straße. Emma bleibt stehen, um zuzuhören. Eine junge Frau namens Lindsay spielt Klavier auf der Straße. Emma bleibt stehen, um zuzuhören. Dass Emma ein Geige hat und hält inne. Sie ruft Emma zu sich und fragt, ob sie mitmachen will. Dass Emma ein Geige hat und hält inne. Sie ruft Emma zu sich und fragt, ob sie mitmachen will. Die Menschen um sie herum applaudieren und bitten Emma. Emma beginnt, ihr Geige zu spielen und die Menschen gehen wild. Die Menschen um sie herum applaudieren und bitten Emma. Emma beginnt, ihr Geige zu spielen und die Menschen gehen wild. Ein großes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Als sie fertig sind, geht Emma zu Lindsay und bedankt sich. Lindsay lädt Emma zu einem Café ein. Ein großes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Als sie fertig sind, geht Emma zu Lindsay und bedankt sich. Lindsay lädt Emma zu einem Café ein.